Schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön, dass Sie trotz der Party gestern noch so freundlich in die Runde schauen können. Und ich möchte Sie zum Aufwärmen einladen, über eine Frage nachzudenken. Denken Sie an Ihre Heimatstadt, an Ihren Heimatort. Begegnen sich dort Menschen, die sich nicht kennen oder vielleicht vollkommen unterschiedlich sind, in einer Art und Weise, wo sie miteinander verbunden sind? Oder denken Sie darüber nach, ob sie sich gegenseitig ergänzen können? Also Menschen, die sich nicht kennen, die unterschiedlich sind, gehen Sie aufeinander zu und denken Sie nach, ob sie sich ergänzen können. In meiner Stadt haben wir uns auch diese Frage gestellt und haben beschlossen, wir wollen, dass es natürlich in die Richtung des Miteinanders geht. Und deswegen haben wir auch eine Initiative gegründet, die wir nennen Stadt des Miteinanders. Ich möchte Ihnen dazu 4 Fragen heute kurz beantworten. Erstens, wie politisch ist diese Initiative? Zweitens, welche positiven Effekte sind damit verbunden? Drittens, was sind die Voraussetzungen zum Gelingen? Und viertens, was machen wir konkret? Die erste Frage, wie politisch ist diese Initiative? Diese Initiative ist nicht parteipolitisch. Diese Initiative ist parteiübergreifend. Anders funktioniert das gar nicht. Aber diese Initiative ist zutiefst politisch. Ich zitiere den Pater Anselm Grün, ein deutscher Theologe, der sagt, es ist die ureigenste Aufgabe der Politik, die Gemeinschaft zu fördern, damit das Miteinander gelingt, damit diese Gemeinschaft eine Zukunft hat. Das heißt, Politik soll die Menschen verbinden. Nun, wir kennen alle Staatenlenker, Präsidenten, die mit dieser Definition vermutlich noch nie in Berührung kamen. Aber es gibt auch einige, die das sehr wohl wissen und die auch redlich sich bemühen. Sie sorgen für soziale Gerechtigkeit, für Wirtschaftswachstum, für Infrastruktur. Und dann hören sie auf. Und das ist schlecht. Denn die hoffen dann, wenn sie all das gestaltet haben, dass die Menschen dann friedlich miteinander leben. Nur das ist zu wenig. Das ist wie bei einem Marathonlauf, wenn ich kurz am Ende des Marathons einige 100 Meter vor dem Ziel aufhöre. Das Entscheidende ist, dass die Politik hier entsprechend Impulse setzt, dass auch dieses Miteinander gelingt. Das heißt, das direkte Eingreifen in dieses Miteinander. Zweite Frage, welche positiven Effekte sind damit verbunden? Erstens, das ist wie ein Medikamentenschrank gegen jene Gifte, die jede Gesellschaft zersetzen können. Aggressivität, Respektlosigkeit und vor allen Dingen Hass. Und zweitens, diese Initiative geht einher mit anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Unsere Stadt des Miteinanders wird begleitet von Gerald Hüther, er ist ein bekannter deutscher Wissenschaftler, der letztendlich klar festlegt, ob es jemandem gut geht oder nicht, hängt ganz wesentlich davon ab, in welcher Gemeinschaft er sich bewegt. Potenzialentfaltung kann nur in einer Gemeinschaft passieren, das kann niemand alleine. Jeder Mensch hat das Bedürfnis, sich verbunden zu fühlen und gleichzeitig auch zu zeigen, was er kann. Das wusste auch schon Goethe, als er schrieb, jeder Mensch braucht Wurzeln und Flügel. Und das Entscheidende, und damit habe ich auch meine eher diese harten Typen, Sie wissen das, es gibt ja jemanden, die mit diesen sozialen Themen gar nicht so viel anfangen können, sagen, das ist alles, was bei uns sagt man Weicheier, es ist überhaupt nicht für Weicheier. Ja? Nämlich, ich habe auch die Wirtschaftler überzeugt, nämlich wenn dieses Bedürfnis zum Miteinander befriedigt wird und jemand zeigen kann, was er kann, dann entsteht auch wirtschaftliche Prosperität. Es entsteht ein Klima, das die Wirtschaft massiv vorantreibt. Dritter Punkt. Welche Voraussetzungen braucht es, damit es funktioniert? Dazu hat vor kurzem ebenso, wir haben genug österreichische Wissenschaftler natürlich, aber wir hatten da wieder einen deutschen Kollegen zu Gast, nämlich Professor Joachim Bauer hat vor 2-3 Wochen einen Vortrag gehalten, was hält die Gesellschaft zusammen aus der Sicht eines Neurowissenschaftlers.
Ich nehme 2 Punkte daraus her. Der eine Punkt ist für die Stadtregierung nicht beeinflussbar. Es geht darum, dass möglichst viele Menschen die Fähigkeit haben zur Empathie. Nun, da haben wir insofern wenig Einfluss darauf, weil natürlich die Empathie bereits in der frühen Kindheit oder eben nicht in der frühen Kindheit entsteht, indem sich Menschen, indem die Kinder in einer Umgebung aufwachsen, in denen sich die Erwachsenen sie hineinfühlen. Vor allem bei den Buben sind da die Väter ganz besonders wichtig. Aber einen zweiten Punkt gibt es sehr wohl, wo die Stadtregierung einen entsprechenden Impuls setzen kann und einwirken kann. Es geht um eine große Erzählung, die positive Gefühle hervorruft. Sie kennen alle, Narrative haben eine sehr, sehr große Macht. Und wir versuchen, jetzt kurz gefasst, unser Narrativ so zu formulieren: Dir geht es gut, wenn es der Gemeinschaft gut geht, beziehungsweise dir kann es gut gehen, wenn es der Gemeinschaft gut geht. Und anders formuliert, auch du kannst einen Beitrag leisten. Jeder kann einen Beitrag leisten, dass es uns allen gut geht. Dieses Narrativ natürlich alleine genügt nicht. Es braucht dann auch die konkrete Umsetzung. Dazu haben wir, und das ist jetzt ein Tipp an die Finanzminister unter Ihnen, das kostet Geld. Da müssen Sie, so denke ich, professionelle Kollegen engagieren, die die Projektsteuerung vorantreiben. Und bei uns hat diese Projektsteuerung 3 Aufgaben. Die erste Aufgabe ist, die Menschen einzeln in persönlichen Gesprächen zu animieren, dass sie selbst etwas tun. Sie haben richtig gehört. Die sollen selbst was tun. Nicht die Gemeinde organisiert ein Programm, das man buchen kann wie einen Tanzkurs. Nein. Es geht darum, und hier zitiere ich wieder Gerald Hüther: Kommunale Intelligenz entsteht nicht dadurch, indem man noch besser verwaltet, sondern dass man die Menschen befähigt, selbst ihre Lebensgemeinschaft zu gestalten. Selbst tun. Der erste Punkt ist eben, dass wir versuchen, die Leute darauf aufmerksam zu machen. Wir geben Impulse. Wir können es nicht verordnen, das wäre totalitär. Wir können es nicht verordnen. Wir sagen ihnen: Freunde, macht doch ein Fußballturnier in eurer Mannschaft. Die Köchinnen, tauscht doch eure Rezepte aus. Wir haben 100 Beispiele auf unserer Homepage aufgeführt. Nur, das kann man auf 1000 ausweiten, aber wir haben 100 Beispiele auf einer Homepage aufgelistet. Wenn Sie Interesse haben, www.stadtdesmiteinanders.at www.stadtdesmiteinanders.at, wo wir alles Konkrete in dem Fall beschreiben. Und eines der erfolgreichsten Formate stellen die sogenannten Kretzelfeste dar. Bei den Kretzelfesten, das ist ein Nachbarschaftsfest, wo im Hausblock oder in der Straße Nachbarn Feste organisieren. Das klingt sehr banal, aber das hat eine unheimlich große Wirkung. Von der Gemeinde stellen wir ihnen die Bänke zur Verfügung, die Tische zur Verfügung, wenn es sein muss, auch Bier. Und ja, heuer hatten wir nicht weniger als 30 solcher Netzwerke, Nachbarschaftsfeste. Wenn Sie das potenzieren, wenn da eben so 50, 100 Leute kommen, multiplizieren Sie das und die Leute kennen sich dann, sie fühlen sich da verbunden und sie wissen, ich lebe hier mit diesem Menschen gemeinsam in meiner Stadt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Ansatz ist, es gibt natürlich gewisse Dinge, die kann ich jetzt nicht delegieren, die sind ein bisschen heikel. Da geht es zum Beispiel um Inklusion, aber es geht auch um den Dialog der Religionen. Und wir haben eine interessante Erfahrung gemacht. Wir haben alle spirituellen Führer dieser Stadt, sprich Priester, kroatische Priester, serbisch-orthodoxe Priester, evangelische Priester, katholische Priester und den Imam haben wir eingeladen, sich zu treffen. Und Sie werden es nicht glauben, die kannten sich vorher gar nicht. Und jetzt plötzlich sind sie beste Freunde. Sie tauschen sich aus, kommen drauf, dass sie im Prinzip alle irgendwie dieselbe Botschaft haben. Und
tragen somit über ihre Community, über ihre Religionsgemeinschaft die Idee des Miteinanders weiter. Und der dritte Punkt, den wir betreiben, ist, neben diesen konkreten Maßnahmen immer wieder auf die abstrakte Ebene zu leiten. Nochmal zu erklären, noch einmal das Narrativ immer wieder zu bringen zwischen den Zeilen. Das machen wir mit Vorträgen, wie zum Beispiel mit Gerald Hüther oder mit Joachim Bauer. Und eine Veranstaltung hat sich besonders bewährt. Wir laden am Ende jedes Jahres jene Menschen ein, die sich in den vergangenen Monaten durch besondere Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft oder Herzlichkeit ausgezeichnet haben. Und wir machen eine Veranstaltung, die nennen wir Helden der Herzen. Und da kommen immer so die Bevölkerung nominiert, 60, 70 Personen. Und der Effekt ist doppelt. Zum einen fühlen sich die Menschen, die mehr tun, als sie tun müssten, bestätigt in ihrem gesellschaftlichen Engagement. Und zum anderen wird die Botschaft, dass eine intakte Gemeinschaft eine eigene individuelle Gesundheit generiert, entsprechend transportiert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen viel Kraft. Ich wünsche uns allen, dass wir auf eine Karte setzen. Nämlich auf die Karte, auf die die Menschheit schon setzt seit Jahrtausenden, auf Kooperation. Und erzählen wir diese große Geschichte, denn wenn wir diese große Geschichte nicht erzählen, dann erzählen es andere, möglicherweise jene, die dafür nicht so geeignet sind. Machtgeile Narzissten, Rassisten, Nationalisten. Wenn wir alle diese großartige Idee, die Sie von Act Now hier implementieren, in die Welt hinaustragen und ein Miteinander gestalten, dann mache ich mir um die Zukunft keine Sorgen. Vielen Dank.